it does show up in the serum, it means you're giving too much. Und die Wahrheit ist eigentlich, dass wenn man so viel Progesteron gibt, dass es im Blut, im Serum sich zeigt, dann ist die Dosis viel zu hoch. Now, scientists who are constantly measuring the hormone, these are people who have a laboratory that is measuring the hormone in either saliva or in serum. Und hier, das ist jetzt von Wissenschaftlern, die Laboratorien haben, wo Speichel- und Serumtests durchgeführt werden. Any lab can do this if they do saliva tests. Jedes Labor, das Speicheltests durchführt, könnte das tun. If you take the progesterone at 8 o'clock in the morning, by 10:30, it's all showing up in saliva. Wenn man Progesteron morgens um 8 Uhr aufträgt, dann zeigt es sich gegen 10 Uhr im Speichel. As it circulates in the blood, it starts going through the liver. Wenn es dann im Blutkreislauf sich bewegt, dann irgendwann geht es durch die Leber. When it goes through the liver coats it with a big protein envelope. Und wenn es durch die Leber gegangen ist, wird es dann eingehüllt mit einem Fluorid. And of course those go out in the urine. Und diese wiederum werden in den Urin abtransportiert. That's a normal excretion process. Happens to your own hormones the same way. Ein normaler Hormonausscheidungsweg geschieht mit den körpereigenen Hormonen genauso. And look what happened in the serum. No change. Und jetzt schauen wir uns die Vergleichswerte im Serum an, keine Veränderung dort. If you want to use progesterone and you want to find out if your dose is right, the best test is a saliva test. Wenn man Progesteron geben möchte und belegen möchte, dass die Dosis stimmt, dann ist die beste Arzttest im Speichel. I call this the absorption excretion curve. Ich nenne das jetzt die Absorptions-Ausscheidungskurve. It is obvious if someone applies the cream and you wait about 4 hours, you're going to get a very high number. But that same person, if you wait till the next morning, it'll be a very low number. Es ist jetzt hier sehr offensichtlich, dass wenn man also Progesteron aufträgt, dann nach 4 Stunden hat man sehr hohe Werte und wenn man aber bis zum nächsten Morgen wartet, ist es wieder abgesunken. If the doctor or the lab does not explain to you to collect it at the 10-hour time or a certain other time, and you don't know, and you collect the saliva, then you'll get different numbers depending how far it was away from when you applied it. Wenn also dann nicht erklärt wird, zu welchem Zeitpunkt man den Speichel entnehmen sollte, dann führt das zu fehlerhaften Ergebnissen. So the doctor who doesn't know what he's doing will have all these different numbers and will not know what they mean, and he will then say, I don't think this test is accurate. Ein Arzt, der also nicht weiß, was hier zu tun ist, der wird also dann Speicheltests zu verschiedenen Zeitpunkten durchführen und die Ergebnisse sind alle unterschiedlich und dann wird er sagen, Speicheltests funktionieren überhaupt nicht. Instead, he should say, I should learn how to do it correctly. Stattdessen sollte er sagen oder sie, ich sollte lernen, wie man diese Tests korrekt durchführt. I tell people, make it 10 hours after here and always do it. On other tests, always do it 10 hours. You can standardize the numbers. Ich rate dann dazu, dass man eine Standardzeit für sich herausnimmt, zum Beispiel 10 Stunden und immer zu diesen Zeiten Speichel entnehmen lässt. Because then the numbers will have some meaning. You will be able to tell if you're too high or too low or it's changing, whatever. Dann It will werden show die up. Zahlen Bedeutung haben und man wird in der Lage sein, sie auch vergleichen zu können. Okay. These two people, Waddell and O'Leary, are from Western Australian University, the University of Western Australia. Diese zwei Leute hier, Waddell und O'Leary, sind von der Universität in Westaustralien. They tried to measure saliva and serum testing 3-4 years ago and became very confused. Sie haben Speicheltests probiert und auch Serumtests und sind sehr verwirrt geworden. Because he didn't know how to standardize the time from the application until you collect the saliva. Ihm nicht bekannt war, wie man die Zeit standardisieren könnte vom Zeitpunkt der Sammlung bis zur Testung. So they decided to solve the problem
with a better test. Und sie haben sich dann dafür entschieden, dieses Problem zu lösen durch einen besseren Test. They took mice, or rats. They took rats. They removed the female rat's uterus and adrenal gland so it could produce no hormones of its own. Und wir haben also Mäuse jetzt hergenommen und bei den Mäusen wurde die Gebärmutter entfernt und auch die Eierstücke entfernt, sodass diese Mäuse nicht mehr in der Lage waren, selber Hormone zu produzieren. And they made a cream in which they made the hydrogen slightly radioactive, H3, so they could track it wherever it went in the body. Und dann hat man eine Creme verwendet und hat die ganz leicht radioaktiv gemacht, sodass, wenn es dann gegeben wurde, dann konnte man verfolgen, wie es sich gerade im Körper verteilt. At 3 hours, they killed the rats. Und dann zur Zeit von 3 Stunden hat man die Ratten getötet. And they looked at all these tissues. This means this is the ratio of the tissue level versus the plasma or serum level. And in the uterus, it was all the progesterone was there. In the lung, high progesterone was there. In the liver, high progesterone was there. High kidney, and in the urine, practically none. Und das ist also jetzt die Rate von Progesteron im Gewebe im Verhältnis zum Serum. In der Gebärmutter sehr hoch, in der Lunge sehr hoch, in der Leber sehr hoch, in der Niere findet man es nur nicht im Urin. They had previously injected the same amount of progesterone directly into the bloodstream. Und vorher hatte man die gleiche Menge Progesteron direkt in den Blutkreislauf injiziert. And 3 hours later, when they measured those rats' progesterone levels, they were all the same as this. Und 3 Stunden später, wenn man also die gleichen Messungen durchgeführt hat, waren die Messergebnisse die gleichen. So they proved that the progesterone goes through the skin, reaches all the tissues that it's supposed to, and the amount that goes through is 100%, and it's identical to the progesterone that humans make. We call it bioidentical. We call it natural because it means it's natural to humans. When we use the word natural, we don't mean it's found in corn cobs or pine cones or apples. We mean the hormone that is created is identical to the humans, which makes it natural to humans. Es wurde also belegt, dass wenn Progesteron über die Haut aufgetragen wird, dass es 100% aufgenommen wird, genauso als ob es injiziert wird. Und es handelt sich hierbei um natürliches Hormon, das, was wir natürlich nennen. Damit meinen wir ein Hormon, das natürlich genauso im Körper vorkommt, in der gleichen Molekularstruktur. Wir meinen jetzt mit natürlich nicht ein Hormon, das man so in Pflanzen findet, sondern ein Hormon, das den Körperhormon entspricht. In their conclusion, they say, there is no reason to do any more tests. This is positive proof that the cream, the progesterone through the skin, is the way to do it, and it's easily measured, and it is very, very efficient. It's 100%, and you can quantify the dosages with no problem. Und das Ergebnis dieser Studie war also dann, die transdermale Applikation ist der beste Weg, Progesteron zu geben, und man kann es auch gut belegen und testen. Now this is what it compares the concentration of the H3 progesterone in lipid and water soluble metabolites. When you give the progesterone, it goes to the liver, and the liver starts turning it into the metabolites so they can be excreted. So, hier also jetzt eine Konzentration von 3H-Progesteron und seinen Lipid- und wasserlöslichen Metaboliten. So, this is the amount that's in the uterus, very little metabolites, but it's all there in the uterus, the progesterone. Also man findet dieses Progesteron in der Gebärmutter und sehr wenig Metaboliten. This is the lung, it's 99% all progesterone, tiny amount of metabolites. Dann die Lungen, das gleiche, hohes Progesteron, geringe Metaboliten. But here in the liver, it's making the metabolites, so the liver is full of the waste product. In der Leber jetzt, da werden die Metaboliten hergestellt, da ist es also voll von diesen Abfallprodukten. And the kidney has a lot of progesterone.